Hi Metalheads, willkommen zu Metalheads Show Nummer 933 am 11.06.2025. Schön, dass ihr dabei seid zur letzten Show in dieser Woche. Ein Double Feature mit beide Projekte sind wiederkehrende Täter. Und der erste, liebe Freunde, dem gehört schon irgendwas von meinem Studio, weil der ist schon so mit allen seinen Projekten hier gewesen. Markus Pfeffer ist wieder da und diesmal mit Stephan Hugo zum allerersten Mal. Geiler Sänger und geiles Projekt Winterland. Oder Winterland, das werden wir erklären im Interview. Das war wirklich ein sehr außergewöhnliches, geiles Interview, muss ich sagen, weil Markus Pfeffer gesprächig ist wie die Sau, wie man ihn kennt halt. Freut euch und natürlich ein geiler Soundtrack dazu. Und danach, liebe Freunde, dranbleiben, nicht ausschalten, geht's weiter mit Disney Metal. Aber ich glaube, diesmal ist es ein bisschen härter geworden als Disney. Was da draus geworden ist, werden mir Elisabeth und Oskar sagen. Nämlich von Flight of Icarus. Also dranbleiben, heute 2 Melodic Rock Projekte und ich glaube, man macht mit Sicherheit viel Spaß. Ich würde sagen, jetzt geht es erstmal los mit einer Band, die leider bei uns nicht war. Vielleicht klappt es ja mal. Würde mich echt freuen, ihn einzuladen. Und zwar Avantasia macht er den Anfang. Erstmal Vorankündigung, dann Avantasia, The Witch. Wir sagen, let the madness begin. The Metalheads Forever Rockcast show is proud to present amazing melodic hard rock from Germany. Winterland. And in the double feature interview, fantastic melodic hard rock from Sweden, Flight of Icarus. Don't miss the interviews with this fantastic bands.
Das war Avantasia und The Witch. Und jetzt freue ich mich gleich erstmal Musik von Winterland. Und dann geht es auch gleich los mit dem Interview. Und der erste Song von Winterland, I Don't Know. Und danach im Interview Markus Pfeffer und Stephan Hugo. Such a crazy world we live in. Turn on the TV, just madness everywhere. Rulers are deceiving, subservients just don't care. They celebrate the liar's truth like they were out of mind. And no one dares to push rewind. Mr. Social Media pollutes the internet. Manipulating people takes everything he can get. He's filling up, he's faking the world, leaving history behind. And no one dares to push rewind. Will our world resist the times of hate and missing empathy? Can we avoid the worst and learn together from our history? I don't know. Everywhere around the globe, the mob denies the facts. No unity, no healing soul, just senseless riot acts. Humanity fades away in this crazy time, but no one dares to push rewind, no. Pain and anger in the streets grow stronger day by day. They say they're fighting for their rights, destruction guides their way. Common sense is getting lost, conspiracy leads the blind, but no one dares to push rewind. Will our world resist the times of hate and missing empathy? Can we avoid the worst and learn to
Jetzt freue ich mich auf einen wiederkehrenden Täter und einen neuen Gast zum ersten Mal. Und zwar ein geiles Projekt mit einem geilen Album. Ich freue mich jetzt auf Markus Pfeffer und Stephan Hugo von Winterland. Hallo. Hallo. Da sind wir schon wieder. Nein, da bin ich schon wieder und er erstmals dabei. Ja, dir gehört wahrscheinlich irgendwann entweder der Ventilator oder das Mikrofon oder mein Stuhl. Irgendwas gehört dir schon, weil du bist ja ein wiederkehrender Täter mit all deinen Projekten. Und natürlich habe ich schon gefragt, wann er irgendwann mit Winterland mal ankommt. Und natürlich, jetzt ist es soweit. Weil Winterland war ja eigentlich mal so ein deutschsprachiges Projekt von dir, Markus. Und ja, genau, wobei ja und nein. Ursprünglich war Winterland genau das, was wir jetzt wieder machen. Wir sind man darf es kaum sagen, vor knapp 30 Jahren, also tatsächlich 1996, ging Winterland damals los, wobei tatsächlich ausgesprochen Winterland. Warum? Weil wir damals in Englisch Melodic Hard Rock gemacht haben. Haben Sie dann den Markus mit Menge vorstellen oder sowas? Ja, damals waren sie nur so halblang, aber ich hatte überhaupt noch Haare und so hier, wobei er auch, ne? Also auch ich hatte Haare. Ja, jetzt haben wir zwei Plattenstars jetzt hier. Das ist auch genau, schon gut. Ich bin angehender Plattenstar. Also. Auf jeden Fall, vor wirklich, nächstes Jahr wird Winterland 30 und tatsächlich war es dann so, dass ich habe irgendwann dann gesagt, und das war tatsächlich ungefähr nach 20 Jahre lang Musik machen, habe ich eigentlich immer dasselbe gemacht und dann gesagt, ich würde gerne mal irgendwas anderes machen. Und über so einen Produzent, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat sich ein deutschsprachiges Projekt ergeben, ein anderes. Und dann habe ich gesagt, naja, wir könnten ja mit Winterland auch mal 1, 2 Alben auf Deutsch machen. Das war einfach, weil ich nach 20 Jahren mal was Neues machen wollte. Aber ohne jetzt das zu lang auszubreiten, das Problem, das wir dann dabei hatten, das war und ist die Tatsache, wenn du Deutsch singst in Deutschland, dann versuchen dich die Menschen immer in eine Schublade zu packen. Und zwar entweder Schlager oder halt sowas wie jetzt Rammstein oder Schandmaul, also so Mittelaltergeschichten oder so. Und wir sind natürlich weder noch, also wir sind kein Schlager, wir sind aber auch kein Industrial oder Nu Metal und erst recht kein Mittelalterrock, sondern wir sind ganz normaler Melodic Rock halt. Und im Prinzip haben wir dann am Ende Musik für eine leere Menge gemacht. Für die Schlagerfans waren wir zu hart, weil wir ja schon rockige Gitarren haben. Für die Mittelaltermenschen waren wir zu normal, rockig. Und für die anderen Menschen, die gern deutschsprachige Sachen hören, haben wir die falsche Sprache gesungen. Also eigentlich für eine leere Menge produziert. Und das war echt schade, weil wir haben insgesamt 3 deutschsprachige Alben gemacht, die musikalisch gar nicht viel anders waren oder sind als das, was wir jetzt wieder auf Englisch tun. Aber wir haben voll am Zielpublikum vorbei veröffentlicht, weil es die falsche Sprache war. Also haben wir gesagt, wir wollten das ursprünglich das Album Retro nennen, sozusagen, dass wir uns jetzt zurückbesinnen auf unsere Anfänge und wieder dorthin zurückkehren, wo wir vor 30 Jahren mal gestartet sind. So, es war ein bisschen ausladender, aber ich muss es kurz ein bisschen erklären. Das ist doch war eine geile Erklärung mal. Winterland. Wollen wir uns auf Winterland, ich habe es mit Winterland. Jetzt ist Winterland, genau. Jetzt sind wir Winterland. Ich habe mir natürlich das Album reingehört. Wir haben gerade vorher I Don't Know gehört und über den reden wir natürlich am Schluss, weil das wird euer Rausschmeißer. Markus, ich glaube, wir brauchen deine Historie nicht mehr durchgehen, weil dich hatte ich jetzt so oft in der Sendung mit all deinen Projekten. Wenn ihr wissen wollt, wie Markus Pfeffer begonnen hat, wie alles losging bei Markus, schaut entweder bei Dispute sogar, da warst du mit dabei gewesen, hast du auch mitgespielt schon mal. Ja. Aber alle Lazarus Dream, Atlantis Drive, was hab ich noch vergessen? Banner Sky und Mystery Moon. Ja. Liebe Zeit. Also und überall war er, also da hat er immer erzählt, das lassen wir halt mal komplett weg. Also wenn ihr mehr von Markus Pfeffer, geht in unsere Library rein und schaut eine von denen an, weil irgendwo hat er was erzählt, wie es bei ihm losging. Da wollen wir heute am Stephan, du bist jetzt zum allerersten Mal bei mir in der Sendung. Ja. Oder habe ich die schon mal da gehabt? Ich glaube nicht, oder? Nö, bislang nicht. Stephan, ich will immer wissen, wie ging es eigentlich los? Und zwar weit voraus. Ich möchte immer gerne wissen,
Wie wurdest du Musiker zum Beispiel? Was hat dich inspiriert? Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich mal fragen darf? Aber ich kann immer noch einschätzen, wenn ich Jahrgang 68. 1968. 68er. Okay, also dann bist du Genau. dann bin ich dir 4 Jahre, ich bin 64er. Okay. Das ist interessant, das sind immer interessant, ob es noch die 70er oder schon doch die 80er, glaube ich. Weil du bist dann mehr 80er beeinflusst, musikalisch. Nehmen wir mal an, oder? Ja, so 70er auch noch so ein bisschen. Also, ja, das war bei mir halt so irgendwie, meine Eltern hatten irgendwie, beziehungsweise bei mir fing das Ganze an im Musikverein Hauptstuhl. Sehr unspektakulär. Ich hatte damals schon eher so die Ambition, irgendwie Gitarre oder Schlagzeug zu lernen. Meine Eltern meinten damals, es wäre doch toll, wenn der Bub im Musikverein Klarinette lernt. So, das war mein musikalischer Sehr Metal. Ja, ziemlich. Also mir wurde das damals so verkauft, dass man dann irgendwie auch relativ leicht auf Saxophon umsteigen kann. Und da gibt es ja ganz viel, auch Sax-Solis in Rockbands, ne, Urgent, keine Ahnung. Aber trotzdem, das hat mich damals nicht so wirklich irgendwie angemacht. Ich war aber dann trotzdem 2 oder 3 Jahre in der Musikverein Hauptstuhl, als jüngstes Mitglied damals. Irgendwann haben sich meine Eltern auf den Deal eingelassen, dass der Junge eine Akustikgitarre bekommt. Die habe ich dann aber relativ schnell eingetauscht in eine E-Gitarre und habe dann die Eltern schon teilweise auf eine harte Probe gestellt, weil halt ein Rental-Verstärker damals, 4 12er Boxen und ja. Und es war dann doch schon recht laut im Kinderzimmer. Yes! Genau. Und wie es halt so ist, dann die erste Coverband gehabt. Dann irgendwann gab es eine erste Band, mit der wir auch eigene Sachen gemacht haben, eine Band Centauran. Da waren wir damals auch so parallel unterwegs. Markus hatte damals, war das Go 90? Go 90, Scarlet. Scarlet, ja genau. Da sind wir uns auch so hin und wieder schon mal über den Weg gelaufen, da kannten wir uns noch nicht so richtig. Welchen Ort, dass die Leute wissen, woher du kommst oder ihr kommt? Also ich komme eigentlich, Geburtsort, also Großraum Kaiserslautern, also Geburtsort ist quasi 2 Orte neben dem Geburtsort von Markus halt. Das ist irgendwie so eine kreative Ecke, ne? Der Jürgen Walzer. Und vor allem der Musikverein, von dem er gesprochen hat, der Musikverein Hauptstuhl. Hauptstuhl ist mein genau. Nicht Geburtsort, aber in Hauptstuhl bin ich aufgewachsen. Ja, genau. Ne? Und um nochmal kurz vor 30 Jahren, als er mit seiner Band Centauran gespielt hat und ich mit Scarlet, haben wir öfter mit Harridan zusammengespielt. Und bei Harridan war Michael Müller, den du demnächst mit Basement Prophecy zu Gast hast. Und daher kenne ich den Michael noch. So, Stefan war aber noch nicht fertig, weil er hat nur von der Gitarre erzählt. Dass die Leute wissen, was wir reden. Das ist aufgenommen, das Interview, am 2. Mai. Und schon ist ja im Juni. So, und das war dann schon gewesen, das Interview mit dem guten Michael Müller. Ja. Genau. Lauter kreative Köpfe, auch Michael Müller, unglaublich und so. Ich schätze so, geiler Support auch von meiner Sendung. Weiß, genau. Der hatte auch noch Locken, so richtige lange Pudellocken. Das kann man gar nicht vorstellen beim Michael. Aber das ist immer, die Zeit vergeht, der Zahn der Zeit nagt an uns. Wir hatten alle mal Mähnen irgendwie. Ja, schon. So, dann, wir grufen uns schon ganz gut rein. Also, jetzt ist die Frage aller Fragen. Du hast mit Gitarre angefangen, jetzt machst du Gesang. Genau, richtig. Und also das war dann irgendwie was war dann dein Einfluss, sängermäßig? Also ich muss man ein bisschen ausholen. Also wie gesagt, so die Beweggründe, weshalb ich eher Gitarre oder so in den Rockbereich wollte. Also ich war halt von Beginn an ein riesen Kiss-Fan. Kiss und Sweet, das waren so meine ersten Einflüsse irgendwie. Also deswegen auch so ein bisschen 70er noch. Ne? So Andy Scott und Ace Frehley zum Beispiel, die zwei. Ja, genau. Und also es gab so aus verschiedenen Bereichen irgendwie Sänger, die ich irgendwie bewundert habe. Also ist interessant, wir reden da von Haaren. Beide sind nur aktiv und beide haben Perücken. Bitte? Also beide haben Perücken. Ja, wobei bei Andy Scott streiten sich die Gemüter. Ja, glaube ich echt. Angeblich ist es wirklich echt. Angeblich. Echt? Mhm. Ich denke schon. Paul Stanley ist sicherlich. Paul Stanley ist sicherlich Perücke mittlerweile. Also du bist Paul Stanley. Ja, eher, ja. Ob Paul Stanley oder Ace Frehley, beide haben Perücken.
Ja. Das ist in Ordnung. Hey, die sind ja in die 70ern. Also, come on. Genau. Also ich war immer so tatsächlich jetzt nicht nur auch so auf Hardrock Metal, also ich fand halt auch so, Kind der 80er, hast du ja gerade gesagt, war halt auch ein großer Fan von so Bands wie Depeche Mode, also so ein bisschen die Wave-Ecke in den 80ern, also da war ich nicht so wirklich festgefahren und ja, so jemand wie Dave Gahan fand ich auch schon immer geil, also bin jetzt ja nicht so der klassische hohe Metal-Schauter, insofern haben mich so Sänger halt auch immer interessiert und auch beeinflusst tatsächlich. Ist ja cool. Jo. Ich bin da wirklich auch so, weil ich ja auch so breit aufgestellt bin, von meinem Geschmack, vom Rock'n'Roll bis vom Rock'n'Roll, Hardrock, Heavy Metal, jetzt Power Metal, was mir sehr gut gefällt und so, solange gut gesungen ist, um das geht's mir. Es muss immer Melodie in der Stimme sein, dann gefällt's mir. Wenn es zu grölig wird, wo man nichts mehr versteht, dann steige ich auch, ist nicht mehr mein Geschmack so. Aber ein guter melodischer Gesang ist immer wichtig. Und da ist ja zum Beispiel der Markus, hat ja auf alle seine Alben immer exzellente Sänger dabei. Und ja, genau, und halt einfach Gesang, der Gesang ist und kein Geschrei. Ne? Genau. Ja, wobei Geschrei manchmal auch, also wie gesagt, Lord of the Lost, die habe ich irgendwie entdeckt tatsächlich durch den Eurovision Song Contest und ich finde, das ist halt eine wahnsinnig geile Mischung aus tollem Gesang, der hat ja dann halt auch so diese Growl-Parts drin, aber ich finde, da hat es eine schöne Balance und es ist immer interessant und Finde ich auch interessant, wenn es nicht nur das Gekröle ist, sondern plötzlich sind da clean Vocals und schöne Ding. Geil. Wenn man es macht, habe ich immer allerhöchsten Respekt als Sänger selber, allerhöchsten Respekt, wie die hinkriegen, dass die eine Tour spielen können. Aber es ist halt Technik. Die Technik macht es aus. Und da sind wir schon wieder beim Blasen. Weil beim Saxophon oder bei Klarinette, wenn du sowas hast, musst du eine Atemtechnik haben, damit du das alles machen kannst. Was dir später im Gesang natürlich zugute kommt. Das stimmt, ja, aber ich habe letztens nochmal eine Klarinette irgendwie habe nochmal probiert, da irgendwie einen Ton rauszubekommen. Tatsächlich ist mir das nicht gelungen, aber das ist halt ja scheinbar auch... Wer waren sie, die großen Klarinetten? War es nicht Benny Goodman oder Glenn Miller? Oh Gott, ich bin da völlig Keine Ahnung. Okay, lass was vielleicht können Sie damit man, weil es ja eine aufgezeichnete Sendung ist, wir grüßen mal alle im Chat da draußen. Alle, die die Sendung sehen. Der Markus hat ja eine große Fanbase mittlerweile durch die ganzen Projekte, was er immer rausbringt und auch bei uns vorgestellt wird, haben wir etliche da, wo ich immer wieder sehe, wenn Markus was postet, sagen, das Projekt, das lege ich mir zu, das muss in meiner Sammlung sein. Also es sind Leute, die kaufen sich alles, was der Markus macht, so, was ich sehr, sehr geil finde. Stephan, das war schon mal ein geiler Einstieg. Ich würde sagen, wir spielen jetzt mal das Video zum Titeltrack vom neuen Album, vom geilen Album Life's What You Make It. Und here we go. Whoa.
Life's What You Make It, der Titeltrack vom neuen Winterland Album. Und erzähl ein bisschen über das geile Video. Und über den Song natürlich, den Hintergrund. Sag ich was zum Video, Stefan, zum Text, weil übrigens auch generell schreibe ich ja bei meinen Projekten immer die Musik und die Sänger die Texte. Bei Winterland ist es ein bisschen anders. Bei dem Album hat Stefan auch bei einigen Songs Musik bei einem Song ganz alleine geschrieben, bei Missing, das ist so ein bisschen Rock-Metal. Bei einem anderen Song haben wir es zusammengeschrieben. Und bei Life's What You Make It aber so wie beim Großteil der Songs, also ich habe die Musik und er den Text geschrieben. Zum Video hat Christian Esche, der ja schon einige Videos für meine verschiedenen Projekte gemacht hat, irgendwie das zum Anlass genommen, was man jetzt hinter uns sieht. Ne? Das ist ja hier. Das, auf dem CD-Cover ist ja so eine Art Garderobenspiegel, soll das sein, wo man in so eine Art, schöne Welt reinguckt, aus einer tristen Welt. Ich mag die mal groß, ob man das noch schöner sieht. So, jetzt. Ja. Ich liege jetzt unterm Tisch. Ich gehe wieder hoch, langsam. So, jetzt. Was magst du unter dem Tisch? Aber natürlich, ich blende doch das Album jetzt Cover mal ein und jetzt blende ich es ein. Jetzt kann man es mal richtig sehen, das Albumcover. Jetzt kannst du auch was dazu sagen, was da gemeint ist. Genau. Naja, wobei das Albumcover symbolisiert den Text, den Stefan gleich nochmal erläutern wird. Also auf Deutsch übersetzt heißt das Leben ist das, was du daraus machst. Und der Christian Esche hatte das Cover gesehen und sofort offensichtlich die Idee, dass er im Video auch so ein bisschen diese Optik adaptieren will und hat irgendwoher eben auch so eine Art Spiegel sich beschafft, passend zu diesem Spiegel mit dem Goldrand, in den übrigens Stefan ja dann auch reingesungen hat, wie wir gesehen haben, noch so einen Kronleuchter über eBay gekauft und hat mit seiner Couch sein Atelier so eingerichtet, als ob wir irgendwie in so einer Art, in so einem Schloss, hätte ich jetzt fast gesagt, irgendwie stehen. Ne? Das war auf keine Ahnung, 16 Quadratmeter haben wir da performt, in so einem edlen Raum mit einer roten Couch, mit diesem Kronleuchter und diesem Garderobenspiegel. Das hört sich jetzt komisch an, aber jeder, der es gesehen hat, wird auch sagen, das hat wirklich cool ausgesehen, aber das ist kein echter Raum. Wir haben einfach nur das Fotostudio von dem Videoproduzenten, oder hat er umgebaut und wir wussten von nichts, hat einfach gesagt, kommt vorbei und wir drehen. Wir kamen da rein, dachten, okay, das sieht ja jetzt echt mal cool aus, ne? Und es zeigt auch, du musst nicht an 10 Locations oder irgendwo auf dem Hochhaus stehen. Und vor allem hat es ja diesen Bezug zum CD-Cover. Also ich fand das von Christian ziemlich innovativ, mit eigentlich relativ einfachen Mitteln, trotzdem so ein Bogen zu spannen zum CD-Artwork. Das fand ich wirklich genial. Und wie gesagt, der Text allerdings hat schon wieder, der hat mit Garderobenspiegel und mit Kronleuchter gar nichts zu tun, sondern hat eine ganz andere Aussage und da übergebe ich an ihn. Ja, also gut, prinzipiell geht es in dem Text eigentlich darum, dass man, also muss ein bisschen ausholen, also es begegnen einem im Leben immer wieder Menschen, die sich aus bestimmten Gründen irgendwie verstellen. Und genau darum geht es eigentlich in dem Text, dass man eigentlich nicht, um irgendwelchen Konventionen zu entsprechen, dass man so sein soll, wie man halt ist, dass man sich nicht irgendwie verbiegen soll, um irgendwelchen Menschen zu gefallen und das am Schluss dann halt, wenn man sich dem Ganzen nicht beugt, also sprich, wenn man der ist, der man ist, dass dann unterm Strich das Leben wahrscheinlich doch viel mehr Lebensqualität hat, als wenn man jetzt versucht, irgendwie irgendwas zu sein, was man nicht ist. Das ist eigentlich so und das symbolisiert auch so ein bisschen das Cover halt drumherum, die triste Welt und halt in der Mitte eigentlich das so, ne, wenn man das so annimmt und jetzt zu dem... Ist interessant. Und zwar habe ich vor kurzem, jetzt gibt es wieder so eine neue App jetzt im Internet, wo du dein Gesicht und dann macht es dein Gesicht schöner. Nicht früher die Beauty-App, jetzt gibt es noch so, dass es direkt verändert, dass du plötzlich von ich will jetzt nicht so hässlich, aber die Schönheit ist immer innen, aber wo du definitiv sehen kannst, du bist jetzt nicht mit Schönheit gesegnet, aber dann wirst du zum Hollywood-Model. Quatsch. Ja, und
Okay. Also, wenn man sich so dann anlügen kann, wenn man dann sagt, okay, ich hab eins das Stalkerin gehabt, irgendwann habe ich die mal rausschmeißen müssen, also aus meiner Facebook-Seite, weil die immer ein Foto von sich gepostet hat, wo sie definitiv sie nicht ist. Wo sie so super aussieht wie Pamela Anderson damals bei Baywatch und so. Also, wenn man sich so anlügt, wenn man dann vorgibt, ich schaue so sexy aus und in Wirklichkeit ist man das gar nicht. Weißt? Ja. Dann habe ich dann die Frau mal, ich mal gestalkt und meine ganzen Fotos und habe ich ein Foto gefunden, wo sie wirklich, also, wie sie wirklich aussieht. Und so, hallo, das ist ja direkt ein Fake, weißt du? Ganz andere Vorstellung. Ja, aber das mit dem Foto, was du gerade sagst, das ist halt der Punkt, den wir mit dem Spiegel meinen. Ne? Also deswegen singt Stephan ja auch im Video in den Spiegel, weil wer in den Spiegel schaut, der sieht natürlich auch sein wahres Ich. Ne, damit ist auch gemeint, schau in den Spiegel und erkenn auch, wer oder was du bist. Ne? Ja. Das ist also mit dem Cover hier symbolisiert. Ne? Natürlich sehen wir da jetzt eine schöne Welt, das ist jetzt sehr metaphorisch ausgedrückt, aber mit dem Spiegel ist auch schon ein Stück weit dieses Selbsterkenntnis gemeint. Ne? Mhm. Also das ist schon ein bisschen, und das will ich nochmal kurz betonen, und das war für Winterland auch immer ganz wichtig, dass wir halt bei den Texten schon versuchen, ich sage es bewusst nicht, eine Botschaft zu vermitteln, das klingt immer irgendwie so weltverbesserisch, so sind wir gar nicht, aber dass wir schon versuchen, in unseren Songs auch Aussagen zu transportieren, die irgendwie einen gewissen Sinn ergeben und ihr sagt, ne, Party, so sind wir halt nicht. Irgendwie. Und das irgendwie, ja genau. Ja, und vielleicht, auch wenn du die Frage nicht gestellt hast, aber das kann ich kurz sagen, man sieht uns ja zu zweit da nebeneinander sitzen. Auch wir kennen uns halt jetzt eben schon seit ungefähr tatsächlich 35 Jahren. Ne? Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu den anderen. Und die anderen sind wirkliche Projekte. Winterland ist kein Projekt. Winterland ist seit 3,5 Jahrzehnten eine Herzensangelegenheit. Und wir beide sind nicht nur Musikerkollegen, sondern eben auch Freunde. Und deswegen sitzen wir zu zweit da. So, das musste kurz raus. Das ist ja super, super cool. Ich habe gesagt, das Album ist sensationell. Eigentlich, man kann es eigentlich blind kaufen bei dir, weil man weiß, dass es immer Quality ist. Immer, es hat deinen Stil, man erkennt deine Gitarre jetzt, wenn man schon so wie die Solos, man weiß schon, okay, das ist ein Markus Pfeffer Solo. Und ich hatte ja auch die Vergnügen mit ein Song, ein Solo zu hören auf meinem Album, Higher Power, der Titeltrack. Und jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir mal jeden Refrain also die 11 Songs vom Album. Hören wir jetzt mal in einem Medley, was ich für euch gemacht habe. Und da hören wir mal rein. Und dann picken wir vielleicht ein paar Songs raus, wo ich sage, da liegt mein Herz drin. Und das hat mich, ich weiß, es ist immer schwierig, weil es 11 Songs sind. Eins ist ein Cover, darf ich nicht vergessen. Aber, und dann unterhalten wir uns mal über die Produktion und was die Cherries sind für dich oder für euch. Hier ist das Medley vom Album Life's What You Make It. Here we go. From our history,
das war das Medley. Und natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, jetzt wo ich es wieder gehört habe, da sind so viele geile Songs und ich kann wirklich nicht sagen, was mir jetzt, welcher Song mich am meisten anspringt. I Want Out, The Opener, oder ist es I Don't Know, Reach for the Sky, Life's What You Make It, haben wir schon gehört, Follow Me, Strength in Numbers, Personality, After the Storm, Missing, Runaway, Through the Barricades, den Song kennen wir natürlich, Through the Barricades. Genau. Finde ich immer geil, weil es Songs sind, wenn man covert, ist immer gefährlich. Entweder man verhunzt oder man macht was Geiles draus. Und das ist schon was Spezielles. Through the Barricades, kennt man noch von den 80er natürlich. Spandau Ballet. So, genau. Was sind die Cherries? Wo denkt ihr, was sind die stärksten Songs? Boah. Schwierig, ne? Gib mir mal deine Top 3. Du sagst, wenn ich ehrlich bin, da ist mein Herz. Du Top 3, ich Top 3. Mal gucken, ob es überschneidet. Fang du an. Da hat er länger Zeit zu überlegen. Nein, andersrum. Wir haben natürlich schon uns die Frage gestellt, als es darum ging, für welche Songs machen wir Videos. Aber das ist nicht die gleiche Frage, ne? Weil wir haben zum Beispiel uns für I Don't Know als Video entschieden, auch als erstes Video, weil der Song fast 7 Minuten hat und wir einfach damit auch unterstreichen wollten. Über das reden wir aber zum Schluss, wir unser Rausschmeißer. Vergessen. Ja, genau. Winterland muss nicht unbedingt immer nur so die 3,5 Minuten Band sein, ne? Sondern wir haben... Also Winterland hat sich eingebürgert. Kannst jetzt machen, was willst. Du wirst immer Winterland, ja scheiße, egal. Genau. Tatsächlich ist er sicher einer der stärksten Songs. Also für mich, und deswegen war es auch... für mich klar, dass I Want Out das Album eröffnet, ist das schon einer der stärksten. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Weil vom Songwriting her ist er nicht besonders anspruchsvoll, vom Arrangement her nicht, aber, und vielleicht ist es genau das, weil er so in seiner Einfachheit besticht und weil er so ganz schnell auf den Punkt kommt. Es kommt diese Slide-Gitarre, so als ob man Gas gibt, und dann wumm, kommt das Riff. Und ich fand, das ist, wie wenn das Album losgeht, wie wenn du dich ins Auto setzt, auf die Autobahn gehst und sagst, jetzt gebe ich Gas. Und das finde ich an der Stelle auf dem Album einfach so geil, dass der erste Song so richtig, auch tonal, aufs Gas tritt und dann loslegt. Und dann bricht ja alles zusammen, Gitarren, Keyboards, alles geht raus. Du hast nur Schlagzeug, Bass und seine Stimme. Und ich finde, ich persönlich, ich weiß, er sieht das nicht so, wir haben schon drüber gesprochen, ich finde, er klingt bei keinem Song so geil wie bei I Want Out. Das ist also, deswegen ist I Want Out für mich einer der geilsten Songs. Er schmunzelt. Ja, das Sänger hören sich immer anders. Wir haben I Want Out. Wir haben I Don't Know. Das ist einer davon. I Don't Know. Also. Genau, I Don't Know auch, ja, aber bei I Don't Know ist der Grund ein anderer, eben weil er kompositorisch so ein bisschen vom Standard abweicht, aber auch, und das muss man sagen, als wir entschieden hatten, dieses Album zu machen, und das war eben auch in der Pandemie, hatten wir es ja ursprünglich mit dem Arbeitstitel Retro, und es sind Songs dabei, deren Anfänge 25 Jahre zurückreichen. Ne? Also welcher Song ist es dann? Mehrere. Personality, I Don't Know, Reach for the Sky hatte damals einen anderen Titel. Also musikalisch haben wir einige dieser Songs in etwas anderer Version, auch hunderte Male früher im Proberaum noch als ganze Band geprobt, live gespielt etc. Und I Don't Know hat diesen ausladenden Instrumentalpart in der Mitte, weil wir einen eigenen Song wollten, wo ich so ein ausgedehntes, relativ dynamisches Solo spiele. Und das haben wir jetzt im Prinzip nochmal in der Studioversion dargeboten. Das ist aber damals im Proberaum organisch so entstanden. Das heißt, das hat natürlich eine gewisse Historie und auch Emotionen drin, die einem so ein bisschen an diese wirklich coole Zeit damals im Proberaum und eben auch an Auftritte erinnert. Ne? Ich denke da an bestimmte Auftritte mit Sangria-Eimern und so am Umbachsee. Der Rest ist, also es ist jugendfrei, aber nicht ganz seriös. Und also da ist ein bisschen Nostalgiefaktor mit dabei. Ne? Deswegen, das spielt da auch mit rein. Weil die Songs finde ich alle stark, aber manche älteren Songs haben da einfach noch so ein bisschen, wie gesagt, ja, Nostalgie, vielleicht auch ein bisschen Melancholie drin. Da spielt doch ein bisschen mehr mit rein. Wobei ich trotzdem sagen muss,
es fällt mir schwer, einzelne rauszuheben. Ne? Ja, und auch wenn Stephan das jetzt nicht sagen wird, um das kurz nochmal einzuhaken, was du vorhin erwähnt hast, mit man erkennt meinen Stil, das ist ja auch nur bedingt richtig. Beim Song Missing war ich beim Songwriting überhaupt nicht beteiligt. Missing ist ein Song, der stammt aus dem Jahr 1997. Für den hat Stephan die Musik geschrieben, auch mit diese Gitarrenriffs, diese etwas proggy, tiefer geschrieben, und unser damaliger Sänger Thorsten Fries den Text. Ne? Ja. Und trotzdem klingt es irgendwie nach uns, weil natürlich auch unsere Sounds drin sind und man die, glaube ich, schon erkennt. Und Missing zum Beispiel finde ich, auch wenn ich überhaupt nicht urheberseitig beteiligt war, eben sehr cool und vielleicht genau deswegen, weil er trotzdem, auch wenn er erkennbar vielleicht auch nach mir oder uns klingt, trotzdem anders ist als die Art von Song und Riffing, die ich normalerweise schreibe. Allein von der Abfolge. Der Refrain kommt, glaube ich, erst nach 3,5 Minuten. Sowas hätte ich mich nie getraut. Das hat Stephan sich getraut, damals 97, weil er auch so ein bisschen aus dem Rock-Bereich Fates Warning und so kommt. Da muss nicht jeder Refrain nach einer Minute kommen. Und deswegen war es auch der Grund, dass wir den Song unbedingt auf dem Album haben wollten, weil er so ein bisschen von der Norm abweicht. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du dran. Also ob ich das jetzt toppen kann von der Länge her, das glaube ich jetzt nicht. Das ist aber mittlerweile schon gang und gäbe. Wenn der Markus mal loslegt, dann muss den wegquatschen, weil der redet, das ist super. Es ist wunderbar. Ich lese es oft im Chat draußen, bei alle Sendungen, wo der Markus da war, dass das Schreiben, den könnte ich jetzt stundenlang zuhören und so, weil er einfach, man merkt einfach das Feuer, man merkt diese Inbrunst, man merkt diese Freude, über das er im Musikmachen hat. Und das möchte ich ihm auch gar nicht wegnehmen. Das macht ja so. Gott sei Dank ist der Markus ja einer, der quastelt, weil das Schlimmste ist ja, wenn ich diese aus den Nasen ziehen muss und so, weißt du, wenn ich merke, dass man die Arschbacken einschlafen. Bei Markus, da geht's ab, der erzählt und macht es verkauft. Also er kann verkaufen, weil er jetzt muss ich das Album anhören. Wenn er schon so schwärmt, und das ist auch zu Recht so. Darum machen sie auch mit den Metalheads, dass man hören kann, was es geboten ist. So, jetzt Hugo. Hugo sage ich, Stephan. Stephan. Ja, also eine Überschneidung haben wir. Also I Don't Know ist auch so einer meiner Favorites. Und da an der Stelle vielleicht auch mal erwähnt, man sieht ja auf dem Bandfoto, es sind ja 3 Leute. Also wir haben, als wir am neuen Album angefangen haben aufzunehmen, haben wir halt einen Bandkollegen, also habe auch diverse Bands noch neben Winterland, und also ein Akustiktrio und auch eine David Bowie Tribute Band, und in beiden Bands ist Bernd Schreiber als Bassist mit dabei, ein sehr versierter Bassist, der eigentlich eher aus dem Jazz- und Fusion-Bereich kommt, und das ist halt auch noch sowas, was vielleicht Winterland von den restlichen Projekten von Markus unterscheidet. Ich will jetzt nicht Markus Bassspiel irgendwie in Misskredit bringen, nee, keinesfalls, aber Bernd ist halt, sag ich mal, von seinem Spiel sehr filigran, und das kommt halt bei I Don't Know, vor allem bei diesem Mittelpart, den finde ich halt echt sensationell. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, wie der sich dann so dynamisch steigert, bis er am Schluss explodiert und dann in den Schlussrefrain geht, das ist schon geil. Ja, wobei er spielt ja Fretless in der Mitte. Ja, in der Mitte spielt er Fretless. Und beim Riff Funk, das was ich gar nicht könnte. Ja, ne? Also ja. Genau. Aber ja. Also schon eine Bereicherung für Winterland, und ja, also von daher I Don't Know, definitiv. Gut, ich gehe ja immer so ein bisschen so vielleicht auch aus meiner Warte raus, lyriktechnisch, finde halt dieses Follow Me, das hat mir damals viel Spaß gemacht, und war mir auch ein großes Bedürfnis, diesen Text zu schreiben, weil es geht da halt ja so um diese YouTuber und keine Ahnung, also die Menschen, über die man früher gar nicht nachgedacht hätte, weil sie eigentlich de facto nicht viel geleistet haben. Und jetzt gibt es irgendwelche Menschen, die machen irgendwelche Tests für Lebensmittel, whatever, für Kosmetik, und verdienen sich damit dumm und dämlich, und irgendwie folgt denen jeder und hält die für die neuen Götter, ne, irgendwie. Und das war so die Ausgangssituation für den Text für Follow Me, und ja. Ich sehe schon, wie du tickst langsam so, dich nervt das Influencer. Das ist, ich meine, ich finde es schrecklich. Also, das ist unglaublich.
Da möchte als ich das erste Mal gesehen habe, dass irgendwie so irgendwelche YouTuber oder Influencer die Dortmunder Westfalenhalle ausverkaufen und dann, dass da hysterische Menschen drin sind, die schreien wie damals bei den Beatles oder bei den Stones. Das, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Vielleicht bin ich dafür aber einfach zu alt. Kann sein. Keine Ahnung. Ich denke genauso. Da möchte ein 20-jähriger Krüppel erzählen, was Sache ist und hat überhaupt keine Ahnung. Das ist nur, danke, dass das ist. Sind da mehr so Sachen am Album drauf? Textlich? So, naja, gut, das ist, sagen wir mal. Das ist kritisch, also ein bisschen kritisch gesehen und das finde ich richtig so. Ja. Und zynisch, ne? Es ist natürlich zynisch. Er singt, als wäre er der Influencer, der sich am tollsten, ich bin der Tollste, ich weiß alles besser also, und so. Ne? Genau, I know everything, thank God I'm on my way und so Zeilen wie I'm the virtual Messiah. So, also schon mit dem Augenzwinkern und auch zynisch gemeint und ja. Also von daher würde ich Follow Me in meinen Top 3 haben und ich mache Top 4. Missing finde ich auch echt als Retro-Track, also nicht, weil ich es jetzt selbst geschrieben habe, aber jedes Mal, wenn ich die Nummer höre, ja, ist einfach geil. So, ihr da draußen, habt ihr langsam Lust auf das Album jetzt? Ich glaube, jetzt muss bestellt werden. Es ist wieder ein Album. Entschuldigung? Ja? Ganz zum Schluss, also der letzte eigene Track, Runaway, also nicht Runaway wie bei Bon Jovi, sondern Run Away. Da bin ich auch so ein bisschen drauf stolz. Das ist ein ganz neuer Track, also den haben wir tatsächlich ganz neu gemacht und da bin ich tatsächlich auch so aus Vocal-Arrangement auf den Text auch schon ein bisschen stolz. Ja. Und ich finde, es ist halt eine Nummer, die geht gut ab und macht gute Laune und es ist ein schöner Abschluss von den 10 Titeln und dann kommt ja zum Runterkommen dann am Schluss halt noch das besagte Through the Barricades, was für mich persönlich eine der besten Balladen ever absolut ist. Hat mir damals auch schon gefallen. Auch wenn ich kein Spandau Ballet-Fan war, weil ich ja mehr in der Heavy Metal das Ding war, aber es ist eine wunderschöne Ballade. Wunderschön. Ja. Wir kommen langsam zum Ende, aber bevor wir zum Ende kommen, gibt es erst einmal ein Foto, Beweisfoto. Dass wir da waren. Noch ein Ziehen, Moment. Nee, wobei mein Bauch sieht man nicht, da ist ja das Schriftzug. Und Action. Der Markus, der grinst immer so schön, das gefällt mir. Immer das der Strahlemann. Yeah. So, bevor wir zum ersten nochmal kommen, I don't know. Da haben wir schon genug drüber gesprochen. Wird es gar nicht mehr so viel zu erzählen geben, weil ich schon viel erzählt habe. Was ist jetzt in der Pipeline? Es ist der 10. Juni. Wir sind kurz vor der Sommersession. Ja, genau. Entschuldigung, genau. Ja, es ist ein aufgezeichnetes Interview. Ja, genau. Genau. Was ist in der Pipeline? Was kann man zu erwarten? Der Release war ja jetzt vor kurzem. Sagen wir es mal so, es gibt schon neues Material. Und also Markus ist da ja durchaus etwas verrückt. Und ich habe schon so 10 Tracks oder 11 sogar, mit denen ich etwas rumhantieren kann. An 2 bin ich schon dran. Also Winterland war nicht ein Einbau, also es wird wieder was geben. Definitiv, genau, weil ich hatte ja, glaube ich, dir irgendwann auch mal erzählt, ich habe immer so Songwriting-Phasen und die sind immer im Winter. Diesmal war der Winter auch privat ein bisschen herausfordernder als in den Jahren zuvor. Ich hatte viel Zeit für mich, auch viel Zeit irgendwie, um Dinge zu verarbeiten und das mache ich in der Regel, indem ich komponiere und blub. Irgendwann habe ich einen Song geschrieben, dachte, ja, das ist aber eigentlich jetzt ein Winterland-Song. Hast du ihm geschickt? Er so, ja, geil. Und sobald wir uns einig waren, wir machen noch ein Album, hat es blub gemacht und nach, keine Ahnung, 3 Wochen waren halt 12, 13 Songs. Jeden Tag eine E-Mail. Ja, er so, Hilfe, ne? Nein. Irgendwann habe ich angerufen und gesagt, ich verliere den Überblick. Weil am Anfang steht dann immer nur dabei, die Beats per Minute Zahl, 100 Beats per Minute. Dann kommt irgendwann noch irgendwas, dann hat man eine Gitarre neu eingespielt, 100 Beats per Minute neu. Irgendwann habe ich gesagt, bitte einmal nochmal im Ganzen schicken, damit ich irgendwie nicht den Überblick verliere. Ja. Aber wird geil, also wird wirklich geil. Deswegen, wie gesagt, auch hier, das ist kein Projekt, sondern prinzipiell haben wir vor, das zu machen, bis wir tot umfallen. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Ja, hoffentlich noch lange. Genau. Kurze Frage, private Frage, deinem Partner geht's wieder gut?
Ja. Der war ja im Krankenhaus gewesen. Genau, zum Glück ja. Also gut. Genau. Na, und wie gesagt, und auch dieses Songschreiben, das hat mir immer so ein bisschen geholfen, da so ein bisschen auch den Kopf frei zu bekommen und abzuschalten. Genau. Und das ist das, was man bei mir sicher auch merkt, dieses Musik. Ich mache das ja nicht. Die Kohle ist mir egal. Ich habe einen Job, wo ich mein Geld verdiene. Stefan ja übrigens auch. Genau. Also wir machen dieses Musizieren, dieses Songschreiben und Musik veröffentlichen, weil es uns selber irgendetwas bringt, ne? Was auch immer. Das ist Selbstverwirklichung. Das ist aber auch ein Ventil, um irgendwelche Gefühle rauszulassen. Also statt jetzt irgendwie... Ja. Und natürlich teilweise in der Phase wurden die Songs dann auch härter und härter. Da sind auch wirklich deftige Riffs drin, wo, glaube ich, schon mein Unterbewusstsein gesagt hat, das will jetzt da was rauslassen. Aber statt jetzt irgendwelche Kids auf der Straße zusammenzuprügeln, habe ich halt ein tiefer gestimmtes Gitarrenriff gespielt. Das war sicher die bessere Alternative. So, letzter Streich. I don't know. Gibt es noch was zu sagen, bevor ich euch in die Nacht schicke? Vielleicht ganz kurz, wir haben an dem Album ja 5 Jahre gearbeitet, ne? Und eigentlich war I Don't Know schon fertig, aber das hatten wir... Ach so, ja, genau. Ja, damals ging es auch den Sturm auf das Kapitol in den Staaten und so. Genau. Diese News-Meldungen, die man hört... News, diese News-Meldungen haben Bekannte von ihm eingesprochen, das ist nicht irgendwo aus den Nachrichten. Nee. Die waren aber dann zum Teil schon 5 Jahre alt und dann haben wir die neu machen müssen. War etwas veraltet und deswegen habe ich irgendwie die zwei, also sind zwei Kollegen, eine Kollegin, ein Kollege von mir, also meinen normalen Job, beide Native Speaking und die habe ich dann immer verhaftet für aktuelle Breaking News, ne, damit es halt irgendwie passt, weil das war halt so zu Beginn von Corona, ist dann die erste Aufnahme entstanden. Corona. Fragen wir, was du beruflich machst? Ich bin bei einer Bank im IT-Bereich. Also, okay. ITler. Genau. Alright. Ja, und dann muss man halt diese Breaking News haben wir nochmal neu gemacht. Aber dann mit Männlein, Weiblein. Vorher war es nur eine Nachrichtensprecherin, jetzt sind es. Alles self-made. Ja, nicht irgendwie hier CNN aufgenommen. Nee. Bei uns sind sogar die Newsmeldungen handgemacht. Ja. Muss ja auch aufpassen. Wegen der Rechte, ne? Klar. Ja. Sehr, sehr geil. Wieder ein geiles Album. Gratulation. Lieber Markus. Vielen Dank. Wieder mal was abgeliefert. Ihr da draußen. Holt euch das Album. Ich habe es alle gehört, alle Songs. Sensationell. Wieder ganz genau mein Wetter. Und Stefan, schön, dass ich dich mal kennenlernen konnte. Und willkommen in der Show. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wir müssen wieder was machen. Auf alle Fälle wenn es mich noch gibt mit der Sendung, dann werden wir auf alle Fälle natürlich ein Winterland Part 2 machen. Gerne. Da sind wir dabei. Und noch was, Markus, was sind mit den anderen Projekten? Ist irgendwas in der Mache? Barnabas Sky kommt Ende August. Mystery Moon sicher das Jahr drauf. Aber sonst bis dato nichts. Also Atlantis Drive wird ein Einmal-Album bleiben und mit Lazarus Stream warte ich mal ab, bis ich von den Ideen her sage, ja, das ist jetzt mal ein Lazarus Aber schon wieder mit dem Lizard. Ja, klar, logisch, ne? Aber wie gesagt, da haben wir 3 Alben gemacht und ich möchte jetzt vermeiden, dass sich da zu viel wiederholt. Ja. Da brauche ich momentan so ein bisschen eine schöpferische Pause. Da kommt sicher irgendwann was, aber dieses Jahr sicher nicht. Vielleicht Ende nächstes Jahr, aber kann ich nicht sagen. Und Barnabas Sky wird relativ sicher das letzte Album sein, weil es halt einfach viel Aufwand ist, mit so vielen verschiedenen Sängern zu arbeiten. Ja. Das ist ein Koordinationsaufwand. Jetzt, wo die alle wieder touren, während der Pandemie war das kein Problem, ne? Aber das waren auch teilweise, habe ich Leuten dann Songs geschickt, dann haben die sich immer gemeldet. Ja. Hängt vielleicht auch damit zusammen, weil er weiß, wie einfach und wie geschmeidig das mit mir geht zum Beispiel. Könnte sein. Das war ein geiler Abschluss, mein Lieben. Das stimmt, ja. Ladies and Gentlemen, das war Markus Pfeffer und Stephan Hugo von Winterland. Und hier ist noch einmal I Don't Know. Und ich sage, thank you very much. Danke euch. I salute you. Cheers. Dankeschön. Vielen Dank. Such a crazy world we live in. Turn on the TV, just madness everywhere. Rulers are deceiving, subservients just don't care.
They celebrate Goliath's truth like they were out of mind, and no one dares to push rewind. Mr. Social Media pollutes the internet. Manipulated people takes everything he can get. He's building up, he's faking the world, leaving history behind, and no one dares to push rewind. Will our world resist the times of hate and missing empathy? Can we avoid the worst and learn together from our history? I don't know. Everywhere around the globe, the mob denies the facts. No unity, no healing soul, just senseless riot acts. Humanity fades away in this crazy time, but no one dares to push rewind, no. Pain and anger in the streets grow stronger day by day. They say they're fighting for their rights, destruction guides their way. Common sense is getting lost, conspiracy leads the blind, but no one dares to push rewind. Will our world resist the times of hate and missing empathy? Can we avoid the worst and learn together from our history?
This is Best of Metal, the ultimate blast from the underground. The hottest new videos, the rawest sounds, and the fiercest energy the metal scene has to offer. Every Monday night, when the clock strikes 8 p.m., it's time to unleash the beast. Hosted by your commander of chaos, Richie Newton. Turn it up, bang your head, and feel the pulse of real metal. Schön, dass ihr dabei geblieben seid. Super cool. Jetzt geht es gleich weiter nach Schweden, direkt von Deutschland nach Schweden. Und zwar gleich Flight of Icarus. Erstmal gibt es Musik von Flight of Icarus mit einem nagelneuen Video. Und zwar To the Sun and Back Again. Hier sind Flight of Icarus und danach begrüße ich Elisabeth und Oskar vom Flight of Icarus.
And now welcome back once again from beautiful Sweden, two beautiful people, Elizabeth and Oscar from Flight of Icarus. Yeah, welcome back. Thank you. Hello. Thank you so much. So you see, Oscar has a good tent because he was at a pool party today, and he's a little bit groggy. That means we have to kick his ass a little bit. Huh? You have to wake me up. Wake me up before you go. Before you go. Yes. Welcome back. Thank you. I just apologize to us because time flies so quickly. Because normally I said to him, I don't do interviews so quickly. It's minimum 1 year between the last interview because I thought it was November. Yeah. And I checked, oh my God, it was show number 758, April 10th, 2024. So more than 1 year. If you see this, sorry, I was mistaken. You know, after so many, after over 900 shows, I losing control. Yeah. You know? I think he will forgive you. He's a nice guy. Yes, Oz is great. Oz is great. Yes. So, and today we listen to new songs. Yeah, finally. Complete new songs and we just heard To the Sun. Yeah. But I think we have some new customers and new viewers, new fans. I think we do the same again like last year. And of course, ladies first. I want to know how everything starts with music in your life. Was music first? Was instrument first? Elizabeth, give us a little round trip back to your childhood. Well, how everything starts, like last year. Yeah, well, it started. Well, I can't even remember when I started singing, but I started having these shows for my loved ones when I was maybe 3 years old, and I just had everyone sit down, and I just sang all these children's songs, and it just started. I don't know. I just started showing, having shows at home, and started singing. So that's my instrument, my singing, my voice, and I started, and then I started to look into my parents' CDs and their vinyl, their LPs. And I just started listening to music, and I have always listened to all kinds of music. So from rock to musicals and Disney music, and so I listen to everything that's good. So I think we have to say, because of course, and so I said so many times, but when it comes to Sweden, when it comes to female fronted, there is always either ABBA or Rockcast. Both of them, are there a little influence for you? Yes, yes. I listened to a lot of Rockcast growing up. That I did. And ABBA, of course. You can't not listen to ABBA. the pride of Sweden. Yeah, very much so. When I listen to your older tracks, because when I put the show together today, I listened to the Alsa videos as well, and there's in front every video is Disney metal. What is all about Disney metal? You can tell them. Yeah, well, it started with I think that one of our friends listened to our music in the car, and his daughter said, "Oh, this sounds like Frozen." And my friend thought, well, yeah, it sounds like Disney music, but more rocky. So that's where it started, that Disney metal is a kind of a genre that didn't exist, perhaps. I think that's where it started, Oscar, right? Yeah, I think so. And you have a beautiful music, and kids are important in your life. You can see the videos, and I brought back the memory from last year, our interview, and I switch a little bit to German. Ihr da draußen, falls ihr mehr noch von der Band hören wollt, geht's in unsere Library rein. Da ist also 10. April 2024 das Interview mit Flight of Icarus and Sevi. The last time, Sevi from Bulgaria. Yeah. She's excellent singer. Also female fronted. Yeah, cool. All right. So can we say Roxette is
influence for you? Yeah, absolutely. All right. Yeah. Oscar, your turn. Yeah. Of course, I was interested in music when I was very small, but I love to sing but the real when I was like 13 years old, I had a very great music teacher who taught me the basic guitar skills, and after that I practiced at home at my room, and I learned to play the basic chords and some basic songs. But then I heard Iron Maiden for the first time, and then my life completely changed. So now I'm wondering where the name Flight of Icarus comes from. Yes, it's obviously from Iron Maiden. Yes, but let's say we name two Swedish superheroes when it comes to guitar. For me, or three actually. Okay. Three. One is Yngwie Malmsteen, second is John Norum, and Key Marcello. Yeah. So Key Marcello is my idol. Key Marcello. I love. I love his guitar solos. So melodic solos. I love melodic guitar solos. That's my favorite. It's funny today because I have a series now on Facebook where I have a time travel to the 70s and 80s albums, and today it's May 31st. It's Europe Final Countdown. Yeah. Today, you know. So yes. But this was with John Norum, of course. Yeah. And I told a story. I told the story many times. I had the pleasure in Switzerland at the Powerplay Studios where Europe recorded Final Countdown. I saw the original tapes. Oh, from Carrie, Rock the Night, Final Countdown, original in the basement, in that well-tempered basement. Then, wow. So many good songs. Europe. Absolutely. And still the same band like 86. The same. Yeah. The same members. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. That's so John Norum came back, you know, and after Key Marcello, and cool. Yeah. All right. So To the Sun was our first song. This will be our kick-out song. And I would say we go right to a new one. This is Terra Nova. I would say, here we go. Here's Terra Nova. Terra Nova.
This was Terra Nova. And who gives me the story? Yeah, Terra Nova is it's the first single from our new album, Terra Nova, and the song is about our struggle to find our home, and Terra Nova is our new home, because on our first two albums we were too heavy for the pop fans, and we were too soft for the metal fans. So we didn't find our home there. But on this album, I think we have found our Terra Nova. So that's a statement of this new album. And what do you say? So coming from Disney metal to heavy metal, or maybe we have left Disney metal somewhere on the road. Maybe. But I think that that our Terra Nova, that we also just have to accept, and just that we want to write our music, and it doesn't even really matter if someone says that, oh, it's not enough of this or it's not enough of that, and that we are writing our music that we want to write, and now we are getting more mature and we're getting more secure in the music that we write and the music that we do. Yeah. So it just feels that we are becoming more the band that we are. Yeah, but you never know. On the next album, maybe we are. Yeah, the journey. Where will the journey take us? Yeah. Right. Back to Disney metal again. This brings me right to the next question. When you write songs, who writes the songs? Is this you, Oscar, and then you present to her, or you write together? Who writes the lyrics? How this works with you? I would say that I write the songs. I write the basic of the songs, and then when I have a song ready, and maybe I have an idea of a vocal line or something, and I have a blaha text, a blaha lyric, and then I send it to Elizabeth, and then we work together on both the meaning of the lyric and also the melodic the vocal parts. So so the music is he often writes the music, and then we are working with the lyrics and the melodies together. Cool. And sometimes I have to change the music so it fits the new ideas. Yeah. I must say, your music, my feeling is feel comfortable. Yeah. Because it's melodic, and you have a beautiful voice. No, it's great. Yes, definitely. This was Terra Nova. Yeah. I would say for the next song will be Where the Stars Collide. Oh. Yeah. Classic one. Classic. Where the Stars Collide. Yeah. Yeah. And here we are. Here is Where the Stars Collide. Roses grow in a handmade silver garden. I have promised you the world, but it's not our time yet. If you want to be my friend, come and meet me in the end. Here on mountain dwells
Yeah, Where the Stars Collide. Of course, we play a little something from before, so it's not only new stuff and great song. There are many good songs. You know, I Cleo, for example, was a beautiful song, and I remember this with the piano. We All Die Young with the kid. No, yeah. Our Burning Star. Yeah, Burning Star. Yeah. All right, so you have to give me a story for Where the Stars Collide. Oh, Where the Stars Collide. That's the song. That's from our first album, and we love to play that song. And we always play it when we do play. I know that when we recorded the video to Where the Stars Collide, my first daughter was just like a small little seed, and we didn't even know that I was pregnant during the video. And now it's so great that's really started, because we have just been starting doing our music, and then we started and we got families, both me and Oscar. We have 2 girls in our families, 4 altogether. And this has been such a journey. It's so amazing to see Where the Stars Collide, because that was really a beginning of something new for all of us. The music, the and our seed families. was planted, you know. Yes, I just saw before. I saw his daughter. She said hello. Yeah. Such a goldie with the curly hair, so lovely, you know. Wow. Yeah. Thank you. Yes. Yeah. You know, I tell you what, this is the blessing in life, you know, if you have a healthy children. Yeah. If you have have a healthy child or children, you know, this is the most important, you know. When I know from what I'm talking about. Believe me, I don't want to go deeper, but it's a blessing. Yeah. Pray every day. Yeah, be grateful and all right. Great song. Thanks. Yeah, it's. I think it tells everything already. It's. I love that there's a connection to your now. How old is now your child from the first seed? From the first seed, well, she's 7 soon, so that must be almost 8 years ago when we recorded that video. Yeah. So, and because we started, Oscar and me, we started making music 10 years ago. This year, right? Yeah. So it's our 10 years anniversary. Yay! Congratulations! Yes. So it very feels, cool. Yeah, 10 years, and what happened? I have played in bands all my life, but this is the longest lasting band I ever had. And so we need a picture. We come to the last song. To the first is the last song. Yeah. And you know the old rule. I press the button and you make the signs. Okay. And 3, give me some horns or whatever. And 1, 2, 3. This is I get with the tongue. I can tell you. You got it. Yeah. Now in the end you get nasty. You know, naughty, not nasty, naughty. All right. So the pop punk song. Yeah. You said pop punky. Yeah. To the Sun, the newest song. Yeah. Brand new. Yeah. Brand new. So, give me last chance. You know what you do? Before we talk about the song, what is in the pipeline? Do you have concerts this year? Promoting the album? Festivals? Yeah, soon we will have a release gig in Gothenburg in a few weeks. That would be awesome. So that's what we are going to do. And what else? Nothing is like booked or something, but maybe something on the way. Maybe some. Mr. Oz to the counter, please. Mr. Oz to the counter, please. Yeah. Do something. Oz is working on that one. Yes, Oz is good. Greetings again, Oz. Yeah. Thank you.
Thanks. And Os, I have some news for you in case you see this now, because last time I said please don't propose bands from Frontiers Records. It's done. I can play now because it's pre-recorded. I can play Frontiers Records from Italy. So Os, you can bring more bands. Yeah. Okay, To the Sun. What is the story? Last chance. Last chance. To the Sun. All right. It's a duet. So it's the first time we bring another person in our a singing person in our life. So it's a duet with Elizabeth and a friend of ours called Rückkehr, and he sings in a pop punk band called Tears of a Fallen Hero, and so it's about love. Yeah. Yeah. It is. It's about the feeling when you see the love of your life for the first time, and it was love at first sight. That I had that feeling. I remember writing these lyrics. That when I listen to the music, I get so strong feelings of that your heart almost bursts of love. And the seed is planted. Yeah, the seed is planted. Yeah. And then you go to Lost Highway and Divorce. Yeah. We got all of it. Yeah, love, that's because when the stars collide, you have the act. Yeah. We have it all. Yeah. Everyone's welcome because we have everything. Yes. It's always a pleasure to have you in the show. Yeah. You Thank too. you. And it's been wonderful as well. Always. Elizabeth, Oscar, all the best for Terra Nova, der Album. Thanks. Ihr da draußen, holt das Album. Sympathische Gäste aus Schweden. Yeah, and you like beer or not, I would say it's time to give a round of beer from our viewers, for our fans. And here is my round of beer, big glass beer. And here's once again To the Sun. And thank you for a very nice interview with you guys. Thank Cheers you. and all the best. All the best. Bye. Bye. Bye.
Diese Show wurde euch präsentiert von Newton Artworks. And don't forget, like, subscribe and hit the bell. Thank you for watching. We salute you.